Willkommen zu Memories of Johnny. Der Folsom Prison Blues ist fest verbunden mit Cashs Karriere und seinem Image. Er hat eine eigene interessante Geschichte, zum Beispiel, dass er zum größten Teil geklaut ist. Wenn ihr trotzdem das Intro und die Story lieber überspringen möchtet, könnt ihr die Kapitelmarkierungen unten in der Zeitleiste nutzen. Ich freue mich auch, wenn ihr dran bleibt. Nach dem kurzen Intro geht's los. Hello, I'm Johnny Cash. Cash war ungefähr 22 Jahre alt und als GI in Deutschland stationiert, als in seiner Kaserne ein ziemlich düsterer Film gezeigt wurde. Der Titel des Films Inside the Walls of Folsom Prison, innerhalb der Mauern des Folsom-Gefängnisses. Cash war von diesem Film so stark beeindruckt, dass er einen 1953 erschienenen Song mit dem Titel Crescent City Blues von Gordon Jenkins umdichtete. Er übernahm die komplette Melodie und fast den kompletten Text. Aus Crescent City wurde Folsom Prison und aus der im Original vorkommenden fehlenden Liebe die fehlende Freiheit eines Häftlings. Cash wusste allerdings zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass seine Karriere bei Sun Records damit erst richtig in Fahrt kommt und dass er Ende der 60er Jahre mit einem der besten Live-Mitschnitte aller Zeiten weltweit bekannt werden wird. Zu seinen Anfängen bei Sun Records habe ich bereits in meinem Video Hey Porter erzählt. Sam Phillips verlangte noch weitere selbstgeschriebene Songs von Cash und er präsentierte den Folsom Prison Blues. Dies wurde dann tatsächlich seine zweite Single, die ist im Dezember 1955 erschienen und erreichte Platz 4 der US Country Charts. Ein großer Erfolg. Ab 1958 ist Cash regelmäßig in Gefängnissen aufgetreten und er war sogar schon 3 oder 4 Mal in Folsom, hat sich vor allem nach seinem Wechsel zu Columbia Records immer wieder bei seinem Produzenten Don Law darum bemüht, ein Live-Album in einem Gefängnis aufzunehmen. Don Law hat es immer abgelehnt. 6 Jahre erfolglos. Erst nach dem Wechsel zu Bob Johnston hat sich das geändert. Bob Johnston war von Anfang an begeistert, hat alles dafür getan, dass dann im Januar 1968 dieses legendäre Konzert at Folsom Prison stattfinden konnte. Cash hatte relativ kurz vorher, einen Selbstmordversuch in der Nickajack-Höhle überstanden und seine 10 Jahre andauernde Drogensucht überwunden. Geholfen haben ihm dabei vor allem seine spätere Frau June Carter und ihre Mutter Mabel. Übrigens, June Carter und Johnny Cash haben gut 2 Monate nach dem Konzert geheiratet. Über das Konzert schreibt das Rolling Stone Magazin, ich lese mal ab, er erwischt genau die richtige Mischung aus Mitgefühl, Pathos, Humor und Rebellentum. Und weiter, es ist eins der besten Live-Alben, die je eingespielt wurden und ein Meilenstein der Country-Musik. Das Album hat sich über 2 Jahre in den Country-Charts gehalten. Bleibt noch zu erwähnen, dass es erst durch diesen großen Erfolg zu einer Urheberrechtsklage von Gordon Jenkins kam und Cash und Jenkins haben sich dann schließlich außergerichtlich mit einer nicht näher genannten Summe geeinigt. Die Musikwelt ist sich einig, dass Cash zwar nicht der alleinige Urheber des Songs ist, aber auf jeden Fall der richtige Mann für dieses düstere Lied, um es berühmt zu machen. So bleibt der Mörder von Reno für immer in Folsom Prison und lauscht dem einsamen Pfiff der Eisenbahn. Jetzt zum Song. I hear the train a-comin', it's rollin' round the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck at Folsom Prison, and time keeps dragging on, but that train keeps rollin' on down to San Antonio. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. I bet there's rich folks eating in a fancy dining car,
They're probably drinking coffee and smoking big cigars, but I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep moving, and that's what tortures me. Well, if they freed me from this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Ich bleibe in Folsom Prison und dort hat ein Häftling zu der Zeit, als Cash sein Konzert gab, einen Song geschrieben über eine Kirche, eine Kapelle in Folsom Prison mit dem Titel Greystone Chapel. Der Name des Häftlings Glenn Shirley. Das wird Thema in meiner nächsten Folge sein. Bis dahin, tschüss und bleibt gesund.